Mein Name ist Lena und heute verlasse ich mein Land zum ersten Mal. Ich reise heute nach Deutschland. Ich schließe langsam die Tür und schaue noch einmal in mein Zimmer. Meine Mutter steht an der Tür und versucht nicht zu weinen. Ich sehe ihre Augen. Sie sind voll mit Tränen, aber sie bleibt stark. Sie sagt: Denk daran. Das Leben ist nicht leicht, aber gib die Hoffnung nie auf, meine Tochter. Ich lächle und umarme sie fest. Ich spüre ihre Wärme. Ihre Hände zittern leicht, aber ihre Stimme bleibt ruhig. Ich will diesen Moment festhalten, aber die Zeit geht weiter. Am Flughafen ist alles groß und laut. Viele Menschen gehen schnell. Stimmen sind überall. Ich habe noch nie so viele Menschen gesehen. Ich halte mein Ticket in der Hand und schaue immer wieder darauf. Es fühlt sich an wie ein Traum. Hell und voller Hoffnung. Ich habe viele Jahre studiert und viel gelernt. Jetzt bin ich bereit. Ich will arbeiten. Ich will etwas aufbauen. Ich will eine bessere Zukunft. Ich sehe mich in einem Büro in Berlin. Ich sehe einen Schreibtisch. Ich sehe mich selbst, ruhig und sicher. Vielleicht habe ich eines Tages mein eigenes kleines Team. Vielleicht sagen Menschen meinen Namen und vertrauen mir. Das Flugzeug hebt ab. Mein Herz schlägt schnell. Ich schaue nach unten und sehe meine Stadt. Sie wird kleiner und kleiner. Die Straßen verschwinden, die Häuser werden zu kleinen Punkten. Ich flüstere leise: Ich werde dich stolz machen, Mama. Dann kommen die Wolken und bedecken alles. Es ist, als beginnt ein neues Kapitel. Nach vielen Stunden landet das Flugzeug in Deutschland. Die Tür geht auf. Neue Luft. Eine neue Sprache. Alles ist fremd. Ich nehme meine Tasche und gehe langsam durch die Kontrolle. Mein Herz rast. Ich fühle Aufregung, aber auch Angst. Draußen sehe ich die Stadt Berlin. Die Lichter sind hell. Autos fahren schnell. Menschen sprechen schnell. Ich verstehe die Wörter nicht. Es ist laut und fremd. Für einen Moment bleibe ich stehen. Dann atme ich tief ein und sage leise zu mir: Du schaffst das, Lena. Du hast hart gearbeitet. Du bist bereit. Du gehst jetzt deinen Weg. Die ersten Tage gehen vorbei, aber sie fühlen sich sehr lang an. Jeder Tag ist schwer und ich bin oft müde. Ich schreibe viele Bewerbungen und laufe durch die Stadt. Ich gehe in Büros, kleine Firmen und Geschäfte. Ich frage nach Arbeit und gebe meine Unterlagen ab. Ich hoffe auf eine Chance, aber mein Handy bleibt still. Kein Anruf, keine Nachricht. Ich schaue oft auf mein Display und warte, aber nichts passiert. Eines Tages habe ich ein Gespräch. Mein Herz schlägt schneller und ich fühle wieder ein wenig Hoffnung. Vielleicht klappt es diesmal. Die Frau liest meine Unterlagen und sagt dann ruhig: Sie haben gute Erfahrung, aber wir suchen jemanden mit Erfahrung hier in Deutschland. Ich lächle und sage Danke, aber in mir wird alles schwer. Es ist, als liegt ein Stein auf meiner Brust. Ich gehe langsam nach Hause und fühle mich leer und traurig. In der Nacht sitze ich am Tisch und zähle mein Geld. Ich rechne genau. Es reicht noch für kurze Zeit, vielleicht 2 Wochen. Dann habe ich fast nichts mehr. Ich nehme mein Handy und rufe meine Mutter an. Ihre Stimme klingt warm. Ich versuche ruhig zu sprechen und sage: Alles ist in Ordnung, aber meine Stimme ist nicht stark. Sie zittert ein wenig. Ich hoffe, sie merkt es nicht. Nach 2 Monaten finde ich endlich einen kleinen Job in einem Café in Berlin. Ich räume Tische ab, bringe Geschirr weg und putze den Boden. Es ist harte Arbeit und nicht mein Traum, aber ich brauche das Geld. Dort lerne ich eine Kollegin kennen. Sie heißt Sarah. Sie ist freundlich und geduldig. Sie hilft mir mit der Sprache und spricht langsam mit mir. Sie sagt: Mach dir keine Sorgen, Lena. Jeder Anfang ist schwer, aber du schaffst das.
Ihre Worte geben mir ein gutes Gefühl, wie ein warmer Tag im Winter. Für einen Moment glaube ich daran. Aber in manchen Nächten liege ich wach. Die Stadt ist ruhig und ich bin allein mit meinen Gedanken. Ich frage mich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Vielleicht war mein Traum zu groß. Vielleicht war ich zu mutig. Die Welt fühlt sich groß und kalt an. Doch am nächsten Morgen stehe ich wieder auf. Ich gehe wieder raus und versuche es noch einmal, Schritt für Schritt, auch wenn es schwer ist. In einer Schicht am Abend kommt der Kaffeebesitzer plötzlich herein. Sein Gesicht ist ernst und er wirkt müde. Er sagt: Lena, wir müssen kurz sprechen. Seine Stimme ist ruhig, aber schwer. Dann schaut er mich direkt an und stellt mir eine Frage. Was würdest du tun, wenn du hier keine Arbeit mehr hast? Würdest du bleiben oder zurück nach Hause gehen? In diesem Moment spüre ich Angst. Mein Herz wird kalt. Dann sagt er leise: Lena, es tut mir leid, aber wir müssen das Café schließen. Ich stehe still und halte ein Tablett fest in meinen Händen. Ich kann mich nicht bewegen. Seine Worte kommen langsam bei mir an. Es fühlt sich an, als wäre alles weit weg. Er sagt noch einmal, es ist nicht deine Schuld, das Geschäft läuft schon lange schlecht. Morgen ist der letzte Tag. Ich nicke langsam und versuche ruhig zu bleiben. Ich atme tief ein und aus, aber mein Herz schlägt schnell und laut. Neben mir steht Sarah und sieht mich an. Sie sagt leise: Keine Sorge, wir finden etwas Neues. Ich lächle schwach und sage Danke, aber tief in mir weiß ich, dass es schwer wird. Ich habe Angst und fühle mich unsicher. In dieser Nacht gehe ich allein nach Hause. Es regnet und die Luft ist kalt. Meine Schuhe sind nass und jeder Schritt ist schwer. Die Straßen sind fast leer. Die Lichter spiegeln sich auf dem nassen Boden. Alles wirkt ruhig und traurig. Ich komme in meine kleine Wohnung. Es ist still und kalt. Ich ziehe meine Jacke aus und setze mich langsam hin. Dann nehme ich mein Portemonnaie und öffne es. Ich sehe nur ein paar Münzen. Es ist nicht genug. Ich halte sie in meiner Hand und fühle mich hilflos. Ich setze mich auf den Boden und sage leise: Was soll ich jetzt machen? Meine Stimme ist schwach. Ich denke an meinen Abschluss und an die vielen Jahre, in denen ich gelernt habe. Ich denke an meine Mutter und an ihr stolzes Lächeln. Aber alles fühlt sich weit weg an, wie ein anderes Leben. Es ist, als gehört es nicht mehr zu mir. Ich sitze lange still und höre nur den Regen draußen. Am nächsten Morgen gehe ich wieder los und suche Arbeit. Ich stehe früh auf und gehe in die kalte Luft hinaus. Ich laufe durch Straßen in Berlin und gehe in Läden, Hotels und kleine Restaurants. Überall frage ich nach einem Job. Die Menschen schauen kurz auf mich und sagen: Es tut uns leid, wir suchen gerade niemanden, oder versuchen Sie es später noch einmal. Ich nicke jedes Mal und gehe weiter. Stunde um Stunde vergeht. Meine Füße tun weh, aber ich höre nicht auf. Ich gehe weiter, von Straße zu Straße. Ich will nicht aufgeben. Ich will stark bleiben. Am Nachmittag finde ich eine freie Bank in der Nähe einer Bushaltestelle beim Flughafen Berlin. Ich setze mich hin und atme tief durch. Ich bin sehr müde. Die Menschen gehen schnell an mir vorbei. Sie sehen sicher aus, als hätten sie ein Ziel. Jeder weiß, wohin er geht. Ich schaue in ein Fenster und sehe mein Spiegelbild. Ich sehe mein Gesicht und meine müden Augen. Ich sehe eine Frau, die sich verloren fühlt. Für einen Moment erkenne ich mich selbst kaum. Ich nehme mein Handy und sehe eine Nachricht von meiner Mutter. Sie schreibt: Wie geht es dir, mein Schatz? Ich halte das Handy fest, aber ich schreibe nichts zurück. Ich kann ihr nicht sagen, wie schwer es ist. Ich will sie nicht traurig machen. Ich schaue mich um und sehe einen alten Mann.
Er steht in der Nähe vom Eingang und verkauft kleine Bilder und Postkarten. Er lächelt freundlich, auch wenn die Leute einfach weitergehen. Er wirkt ruhig, als hätte er keine Angst. Etwas an ihm fühlt sich friedlich an. Er sieht mich an und sagt: Ein schwerer Tag, oder? Ich nicke langsam und versuche, meine Tränen zurückzuhalten. Meine Augen werden feucht, aber ich bleibe still. Er setzt sich neben mich. Seine Bewegungen sind ruhig. Dann sagt er: Ich verkaufe kleine Erinnerungen, und zeigt mir seine Karten. Seine Stimme ist warm. Möchtest du eine sehen? Ich lächle leicht und nehme eine Karte. Ich schaue sie lange an. Sie zeigt eine Straße in den Bergen, die weit nach oben geht. Die Straße ist leer, aber ruhig und schön. Der Mann sagt: Manchmal wirkt ein Weg leer, aber vielleicht wartet er nur darauf, dass jemand ihn geht. Ich höre ihm zu und halte die Karte fest. Seine Worte bleiben in meinem Kopf und geben mir für einen Moment Ruhe. Ich sehe ihn an und sage leise: Du klingst ein bisschen wie meine Mutter. Und er lächelt und lacht ruhig. Sein Lachen ist warm und gibt mir ein kleines Gefühl von Sicherheit. Dann fragt er mich: Und was machst du jetzt? Wohin gehst du? Ich zögere kurz und hole mein Flugticket aus der Tasche. Ich zeige es ihm und sage leise: Ich fliege morgen zurück nach Hause. Für einen kurzen Moment wirkt er traurig. Dann nickt er langsam. Er sagt: Nach Hause gehen kann gut sein, aber manchmal braucht es mehr Mut, zu bleiben und weiterzumachen. Seine Worte bleiben in meinem Kopf. Ich kann sie nicht vergessen. Ich weiß nicht genau warum, aber sie fühlen sich wichtig an. In der Nacht gehe ich zurück in meine Wohnung und packe meinen Koffer wieder. Der Raum ist still und jedes Geräusch klingt laut. Der Reißverschluss ist hart, meine Schritte klingen schwer auf dem Boden. Ich halte das Ticket in meinen Händen und schaue lange darauf. Dann flüstere ich leise: Ist das Ende von meinem Traum? Ich sitze lange da und denke nach. Am nächsten Morgen wache ich früh auf. Mein Koffer steht fertig neben der Tür. Ich schaue noch einmal in das Zimmer. Es ist leer und ich fühle mich genauso leer. Dann gehe ich nach draußen und laufe langsam durch die ruhigen Straßen von Berlin zum Flughafen. Der Himmel ist grau und die Luft ist kalt. Menschen gehen schnell an mir vorbei. Sie wirken sicher, als wüssten sie genau, wohin sie gehen. Ich gehe langsamer und ziehe meinen schweren Koffer hinter mir her. Jeder Schritt ist schwer. Im Terminal ist es laut. Stimmen hallen durch den großen Raum. Eine Durchsage kommt, aber ich verstehe die Worte nicht. Ich bleibe stehen und halte mein Ticket fest in der Hand. Mein Herz schlägt schnell. Immer wieder kommt die gleiche Frage in meinen Kopf. Gehe ich zurück nach Hause oder bleibe ich hier und versuche es noch einmal? Ich atme tief ein und spüre, dass dieser Moment mein Leben verändern kann. Ich sitze in der Nähe von Gate 3 und halte mein Ticket fest in der Hand. Es ist nur ein kleines Stück Papier, aber es fühlt sich sehr schwer an. In meinem Herzen fühlt es sich an wie ein Ende. Das Ende von allem, was ich mir vorgestellt habe. Ich schaue lange darauf und flüstere leise: Vielleicht war ich nicht stark genug für dieses neue Leben. Meine Stimme ist leise und unsicher. Dann öffne ich meine Tasche und sehe ein Foto meiner Mutter. Sie steht vor unserem Haus und lächelt ruhig. Ihr Gesicht gibt mir Wärme. Meine Augen werden nass. Ich blinzle schnell und wische die Tränen weg. Ich will nicht, dass jemand mich so sieht. Ich will stark sein. Plötzlich höre ich eine Stimme. Sie kommt mir bekannt vor. Ich drehe mich um und sehe den alten Mann wieder. Er steht dort mit seinen Karten. Dieses Mal trägt er einen kleinen Koffer mit Bildern. Er winkt mir freundlich zu und kommt langsam näher. Er sagt: Du bist wieder hier. Denkst du noch an den Weg? Ich lache leise und sage ja,
Aber jetzt führt mein Weg zurück nach Hause. Er setzt sich ruhig neben mich. Seine Bewegungen sind langsam und ruhig. Dann sagt er: Ein Zuhause ist wichtig, aber Hoffnung ist noch stärker. Ich schaue ihn an und denke über seine Worte nach. Sie sind einfach, aber sie gehen tief. Ich frage mich, ob er auch einmal große Träume hatte. Vielleicht waren sie schwer. Vielleicht musste er auch kämpfen. Der Mann lächelt sanft und wirkt ruhig. Er sagt: Träume verändern sich, so bleiben sie lebendig. Ich höre ihm zu und spüre etwas in mir. Es ist klein, aber es ist da. Dann nimmt er eine kleine Schachtel und öffnet sie. Darin sind viele Karten und kleine Bilder. Er sagt: Such dir eine aus. Heute ist sie ein Geschenk. Ich schaue die Karten an und wähle eine. Auf der Karte sehe ich hohe Berge und Licht hinter den Wolken. Das Licht wirkt warm und stark. Ich halte die Karte fest und sage leise: Sie ist wirklich schön. Er nickt und sagt: Berge sehen stark aus, aber auch sie kämpfen jeden Tag, um stehen zu bleiben. Ich halte die Karte noch fester und merke, dass seine Worte etwas in mir verändern. Seine Worte treffen mich tief, und für einen Moment ist alles um mich herum leise. Ich denke nicht mehr an den Flug. Ich denke nicht mehr an die Zeit. Sogar meine Angst ist kurz weg. Ich sitze einfach da und halte die Karte fest in meiner Hand. Dann höre ich eine Durchsage. Mein Flug wird aufgerufen. Die Menschen um mich herum stehen schnell auf und gehen zum Gate. Sie stellen sich in eine lange Reihe. Plötzlich wird alles laut und hektisch. Der alte Mann steht auf und schaut mich ruhig an. Er sagt: Egal, was du entscheidest, entscheide dich mit Ruhe im Herzen. Ich schaue auf meinen Koffer, dann auf die Menschen in der Schlange und dann wieder zu ihm. Meine Beine fühlen sich schwach an. Ich bin unsicher. Ich weiß nicht, was richtig ist. Er lächelt noch einmal und sagt: Bei Hoffnung geht es nicht darum, wohin du gehst, sondern was du in dir behältst. Seine Worte bleiben in meinem Kopf. Dann kommt die letzte Durchsage für das Boarding. Mein Herz schlägt laut und schnell. Ich halte mein Ticket fest und meine Augen werden nass. Ich bleibe einfach stehen. Ich bewege mich nicht. Es fühlt sich an, als bleibt die Zeit stehen. Dann stehe ich langsam auf und atme tief ein. Ich schaue auf das Ticket in meiner Hand. Es ist mein Weg zurück. Es ist mein Aufgeben. Es ist das Einzige, was ich noch kontrollieren kann. Dann schaue ich wieder zu dem alten Mann. Aber er ist nicht mehr da. Er geht in der Menge unter und verschwindet. Ich will seinen Namen rufen, aber meine Stimme kommt nicht heraus. Ich setze mich wieder hin und schließe meine Augen. Meine Hände zittern leicht. Ich atme langsam ein und aus. Als ich meine Augen wieder öffne, sehe ich mein Ticket noch in meiner Hand. Aber daneben liegt etwas Neues. Eine kleine gefaltete Notiz. Ich nehme sie vorsichtig und öffne sie langsam. Die Schrift ist klar und einfach. Es stehen nur 3 Worte dort. Gib die Hoffnung nicht auf. Ich halte die Notiz fest und lege meine Hand vor meinen Mund. Tränen kommen und ich weine leise. Es sind stille Tränen. Im Hintergrund höre ich die Flugzeuge starten. Ein Flugzeug hebt ab. Ich bleibe sitzen und bewege mich nicht. In einer Hand halte ich die Notiz, in der anderen das zerrissene Ticket. Etwas verändert sich in mir. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühle ich mich leichter. Es ist, als kann ich wieder frei atmen. Ich stehe langsam auf und halte die Notiz fest. Das Flugzeug ist weg. Diese Chance ist vorbei. Aber in mir wächst etwas Neues. Vielleicht ist es Mut. Vielleicht ist es Hoffnung. Ich schaue nach vorne und gehe einen Schritt. Dann noch einen. Vielleicht beginnt mein richtiger Weg genau jetzt. Ich stehe am großen Fenster im Flughafen und sehe, wie das Flugzeug langsam abhebt. Mein Herz fühlt sich schwer an.
aber auch ruhig. Die Geräusche der Triebwerke sind laut und tief. Das Flugzeug fliegt höher und verschwindet langsam zwischen den Wolken. Meine Augen werden wieder nass. Ich flüstere leise, das war mein Flug. Ich bleibe noch kurz stehen, dann setze ich mich und halte die kleine Notiz fest in meiner Hand. Gib die Hoffnung nicht auf. Die Worte fühlen sich stark an, fast lebendig. Es ist, als sprechen sie direkt zu mir. Ich atme tief ein und halte die Notiz fest. Dann schließe ich meinen Koffer und stehe auf. Ich gehe langsam aus dem Terminal hinaus. Der Lärm bleibt hinter mir. Draußen ist Berlin laut und voll. Menschen gehen schnell, Autos fahren vorbei. Alles bewegt sich. Aber in mir verändert sich etwas. Es ist klein, aber warm. Ein kleiner Funke Mut wächst in mir. Ich atme tief durch und sage leise, ich fange noch einmal an. Der kalte Wind trifft mein Gesicht, aber diesmal fühlt es sich anders an. Nicht mehr so schwer. Ich gehe zur Bushaltestelle und steige ein. Während der Fahrt schaue ich aus dem Fenster. Die Häuser sind groß und fremd, aber ich fühle mich stärker als vorher. Als ich in der Stadt ankomme, gehe ich langsam die Straße entlang. Dann bleibe ich stehen. Vor mir ist das Café, in dem ich gearbeitet habe. Es ist geschlossen. Alles ist dunkel. Ich schaue kurz hinein und gehe weiter. Ein paar Meter weiter sehe ich ein kleines Geschäft. Im Fenster hängt ein Schild. Aushilfe gesucht. Ich bleibe stehen und schaue darauf. Mein Herz schlägt schneller. Dann öffne ich die Tür und gehe hinein. Eine Frau steht dort und schaut mich an. Sie sagt, wir suchen jemanden in Teilzeit. Können Sie morgen anfangen? Ich lächle zum ersten Mal ehrlich. Ich sage, ja, ich kann anfangen. In diesem Moment fühlt sich alles ein bisschen heller an. In der Nacht liege ich im Bett, aber ich kann nicht schlafen. Ich denke an den alten Mann und an seine Worte. Ich sehe sein Gesicht vor mir. Ich frage mich, wer er wirklich war. Vielleicht ein Engel. Vielleicht einfach ein guter Mensch. Aber seine Worte haben etwas in mir verändert. Am nächsten Tag beginne ich meinen neuen Job. Es ist keine große Arbeit, aber für mich ist es ein neuer Anfang. Ich lerne langsam und mache kleine Schritte. Meine Freundin Sarah kommt mich besuchen und umarmt mich fest. Sie sagt, du hast es geschafft, Lena. Ich lache leise und sage noch nicht, aber ich bin noch hier und das zählt. Die Wochen vergehen und alles wird ein wenig leichter. Ich lerne mehr. Ich spreche besser. Ich fühle mich nicht mehr so allein. Eines Sonntags lädt mich Sarah in eine kleine Kirche in ihrem Viertel ein. Ich gehe mit ihr zusammen dorthin und spüre, dass mein Weg noch lange nicht zu Ende ist. Die Kirche hat 2 Gottesdienste, einen auf Spanisch und einen auf Deutsch. Die Atmosphäre ist ruhig und freundlich. Ich fühle mich zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich willkommen. Die Menschen lächeln mich an und sprechen langsam mit mir. Nach dem Gottesdienst kommt eine Frau zu mir und sagt, wir brauchen Hilfe im Büro, vielleicht als Sekretärin. Mein Herz schlägt schneller. Ich frage vorsichtig, suchen Sie jemanden, der Deutsch und Spanisch sprechen kann? Sie lächelt und sagt, für Deutsch haben wir schon jemanden, aber für spanische Anrufe suchen wir noch Hilfe. Ich nicke schnell und sage, das kann ich machen. Ich habe in meiner Heimat im Büro gearbeitet. Sie wirkt zufrieden und sagt, sehr gut. Geben Sie mir bitte Ihre Daten und kommen Sie auch zu unserer Deutschgruppe am Mittwoch. Das wird Ihnen helfen. Ich gebe ihr meine Informationen und bedanke mich. In der Nacht bete ich leise und bitte um eine Chance. Die Tage vergehen, aber mein Handy bleibt still. Mein Herz wird wieder unsicher. Vielleicht haben Sie jemand anderen gefunden. Meine Freundin Sarah sagt zu mir, gib nicht auf, manchmal kommen Antworten später. Eine Woche später arbeite ich wieder und putze Tische,
als plötzlich mein Handy klingelt. Ich sehe die Nummer und mein Herz schlägt schnell. Ich gehe ran und sage: Hallo. Eine freundliche Stimme sagt: Hallo Lena, hier ist Sarah aus der Kirche. Ich halte kurz den Atem an. Dann sagt sie: Wir möchten Ihnen die Stelle anbieten. Für einen Moment kann ich nichts sagen. Dann flüstere ich: Danke, vielen Dank. Sie sagt: Kommen Sie auch zum Deutschkurs. Sie werden das schaffen. Ich setze mich und lächle, und Tränen stehen in meinen Augen. Hoffnung fühlt sich plötzlich wieder echt an. Am Abend gehe ich durch die Straßen von Berlin und spüre Ruhe in mir. Ich denke, vielleicht war die Hoffnung die ganze Zeit da. Vielleicht habe ich sie nur nicht gesehen. 10 Jahre sind seit diesem Tag vergangen. Manchmal denke ich noch an den alten Mann und an seine Worte: Gib die Hoffnung nicht auf. Diese Worte haben mein Leben verändert. Heute ist mein Leben besser. Es ist nicht perfekt, aber es hat Sinn. Ich arbeite immer noch in der Kirche. Ich spreche jetzt gut Deutsch und auch Englisch und helfe neuen Familien, die neu hier sind. Ich habe auch einen Mann kennengelernt. Er ist freundlich und ruhig und gibt mir Sicherheit. Wir haben geheiratet und wohnen jetzt in der Nähe vom Flughafen in Berlin. Der Ort, der mir früher Angst gemacht hat, gibt mir heute ein gutes Gefühl. Und heute bin ich wieder hier am Flughafen, aber ich reise nicht weg. Ich warte auf meine Mutter. Nach 10 Jahren kommt sie endlich zu mir nach Deutschland. Ich schaue auf die Ankunftstafel und meine Hände zittern vor Freude. Ich flüstere leise: Mama, wir haben es geschafft. Dann öffnen sich die Türen. Ich sehe sie. Sie ist älter geworden, aber ihr Lächeln ist noch genau gleich. Ich laufe auf sie zu. Für einen Moment bleibt die Zeit stehen. Wir umarmen uns fest. Tränen laufen über mein Gesicht, aber diesmal sind es Tränen voller Freude und Frieden. Ich denke an all die schweren Tage und Nächte. Alles war es wert. Hoffnung ist keine Magie. Hoffnung ist eine leise Stimme, die sagt: Geh weiter, auch wenn es schwer ist. Gib die Hoffnung nie auf. Du weißt nie, welche schönen Dinge noch auf dich warten.